Hallo zusammen, mein Name ist Jelly und heute gibt es ein Video für Drohnenpiloten. Wenn ihr also privat mit eurer Drohne nach Malta wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Ja, ihr habt schon im Intro gesehen, es gibt richtig tolle Spots auf Malta und ich möchte euch einfach helfen, wie ihr an Fluggenehmigung kommt. Ich habe sogar einen Geheimtipp für euch, wie ihr das ganz schnell und kurzfristig organisieren könnt. Und ich habe auch hier in der Videobeschreibung verlinkt meine Top 5 Flugspots in Valletta und Top 5 Spots außerhalb von Valletta. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder abonniert auch meinen YouTube-Kanal. Und ich würde jetzt sagen, los geht's! Das Wichtigste für Drohnenpiloten auf Malta ist die Webseite von Transport Malta. Die habe ich hier schon geöffnet und ein Blick auf die Karte verrät auch, warum diese Seite so wichtig ist, denn wir haben hier auf Malta den Flughafen direkt in der Mitte. Die roten An- und Abflugschneisen überdecken die gesamte Insel und deshalb ist die Insel komplett kontrollierter Luftraum und ihr dürft hier nirgendwo fliegen, ohne das vorher anzumelden. Um die Webseite zu nutzen, müsst ihr euch natürlich erst einmal registrieren und Achtung, hier gibt es schon die erste Überraschung. Die Registrierung und Nutzung der Webseite ist nicht kostenlos, sondern kostet 10 Euro für 2 Monate oder 24 Euro für ein Jahr. Das Ganze könnt ihr mit Kreditkarte bezahlen, geht relativ schnell und bequem und ihr habt dann nach dem Bezahlen direkt Zugriff auf die Anwendung. Wenn ihr euch dann registriert habt und das erste Mal einloggt, dann folgt etwas Fleißarbeit. Ihr müsst nämlich erstmal eure Stammdaten hinterlegen und das Ganze passiert hauptsächlich hier oben unter Profiles und ihr startet am besten mit Company. Hier könnt ihr eure Adresse hinterlegen, auch eure private. Und weiterer Reiter, der wichtig ist, ist US Operator Registration. Das heißt, hier hinterlegt ihr eure Operator-ID, die ihr vom Bundesluftfahrtamt als Drohnenpilot bekommen habt, als auch eure Passportnummer und Adresse wird hier auch nochmal gefragt, warum auch immer. Ansonsten müsst ihr natürlich hier unter Team den Drohnenpiloten angeben. Ich bin jetzt hier in der Rolle Manager, warum auch immer. Meine Drohne, hier habe ich unter Drohne hinterlegt, die DJI Mini 3 Pro, mit der ich dann in Malta auch geflogen bin. Die weiteren Reiter sind jetzt nicht so relevant, wenn ihr privat fliegt, da habe ich dann auch gar nichts hinterlegt. Ein weiterer Reiter, der sehr wichtig ist die Document Library. Ich klicke hier mal rein und hier unter Add Documents könnt ihr Dokumente hochladen. Und was ihr da auf jeden Fall am Anfang hochladen müsst, ist einmal euer Drohnenführerschein. Ich habe hier den A1, A3, das ist ja der Online-Test für eben die Flüge mit kleineren Drohnen für private Zwecke. Und ihr müsst einen Versicherungsnachweis hochladen für die Drohne. Ich habe jetzt in dem Fall einfach meine private Haftpflichtversicherung gebeten, mir ein Schreiben auszustellen, in dem sie bestätigen, dass ich eine Haftpflichtversicherung habe, die auch eine Drohne umfasst, wenn ich sie privat nutze. Das hat auf Malta ausgereicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum spannenden Teil und beantragen eine Fluggenehmigung. Ich klicke dafür hier oben auf Flight Submissions und auf Create Flight Submission und dann öffnet sich hier das neue Fenster. Neben den ersten Stammdaten von mir würde ich sagen, wir starten einfach mal mit einer ganz normalen Flughöhe von 120 Metern. Ich wähle hier ein Datum aus. Ihr solltet bedenken, dass die Bearbeitung von Anträgen ungefähr 3 bis 4 Tage dauert. Das heißt, ihr solltet das nicht zu kurzfristig machen, sondern eher so eine Woche im Voraus. Ich nehme jetzt einfach mal den 23. in dem Fall und wähle hier noch eine Uhrzeit. Und auch hier eine kleine Besonderheit. Malta limitiert die zeitliche Spanne, für die man hier Anträge stellen kann, auf 4 Stunden. Das heißt, der Zeitslot, den ihr hier beantragen könnt, ist immer maximal 4 Stunden. Mehr geht leider nicht. Fand ich irgendwie auch blöd. Aber das führt, also alles, was größer als 4 Stunden ist, führt nachher zu einer Fehlermeldung. Die Angabe Recreational, die ist sogar richtig. Das heißt, wenn ich privat fliege, bin ich hier im Freizeitbereich unterwegs. Ich kann dann hier meine Drohne auswählen, die ich hinterlegt habe bei den Stammdaten. Und hier bei den Documents muss ich auf jeden Fall immer meine Versicherung auswählen. Wenn ich die nicht zum Antrag dazu packe, dann gibt es auch eine Fehlermeldung.
Ja, das Spannende ist jetzt hier unten die Karte und jetzt wollen wir ja auswählen, wo wir fliegen wollen. Ich zoome hier mal mit der Maus rein und wir sehen auf jeden Fall in Valletta jede Menge bunte Flächen, auch bunte Kreise in Rot. Das sind alles Flugverbotszonen. In der Regel sind das Krankenhäuser, Gefängnisse, Botschaften, Polizeistationen, sowas in der Art. Man sieht auch hier über dem Grandmaster Palace, also der ganzen Altstadt in der Mitte, dass hier auch eine größere Einschränkungszone ist. Lustigerweise war die letztes Jahr, als ich meine ersten Anträge gestellt habe, noch nicht da und diese Zone kam irgendwann kurz vor Weihnachten dazu. Ich nehme an, dass die eigentlich für Silvesterfeuerwerk war. Komisch ist jetzt, dass jetzt im Februar immer noch da ist. Vielleicht bleibt die jetzt auch dauerhaft, keine Ahnung. So, wir haben jetzt mehrere Werkzeuge, und zwar einmal den Kreis und einmal das Polygon-Instrument, mit dem wir jetzt unsere Zone markieren können. Und eine schöne Zone, da kann ich euch schon verraten, ist hier, wenn man so ein bisschen vor der Altstadt rumfliegt. Und ich fange jetzt einfach mal hier an und markiere mit ein paar Klicks eine Fläche. Ich fliege hier einfach mal um diese Zone rum und gucke, dass ich da nicht reinkomme. Ich mache zum Schluss einen Doppelklick. Und dann ist die Fläche abgeschlossen. Ich kann der Fläche auch hier oben noch einen Namen geben. Ich mache mal hier Skyline und speichere das Ganze. Ja, wer jetzt denkt, man könnte hier irgendwie das Ganze speichern und zuklappen und noch eine weitere Fläche anlegen, der täuscht sich. Also man kann tatsächlich bei jedem Antrag nur eine solche Fläche beantragen und markieren. Ich gehe jetzt nochmal hier runter, weil hier unten links gibt es ein paar interessante Infos. Und zwar steht hier Further Coordination Needed. Das bedeutet, dass dieser Antrag jetzt von einem Menschen geprüft wird und geschaut wird, ob das alles passt und dann eventuell freigegeben wird. Jetzt sieht man hier etwas dunkelgelb, das ist irgendwie die Höhe. Dann grün wiederum die Zone, Age, Day. Flight Date ist auch orange, warum auch immer. Flight Area ist 0,153 Quadratkilometer und die längste Distanz zwischen den zwei Kanten ist maximal 687 Meter. Und hier mal ein paar Tipps, und zwar ist es so, dass auf Malta eigentlich alle Anträge über 60 Meter Flughöhe, die sind erstmal gelb. Genauso ist es auch so, dass alle Flugflächen, sozusagen Area Size von mehr als 0,125 Quadratkilometer, die sind auch gelb. Und wenn man mehr als 600 Meter Distanz hat, dann ist es auch gelb. Und mir ist es tatsächlich mehrfach passiert, dass Anträge abgelehnt wurden, wenn zum Beispiel hier mehr als 600 Meter standen, weil dann die Agenten sagen, naja, also mehr als 300 Meter nach rechts und links kannst du doch gar nicht gucken. Und bei Drohnen gilt ja die Visual Line of Sight. Ja, jetzt gebe ich euch aber mal den echten Knallertipp. Das ist mir erst auch später bewusst geworden, nachdem ich hier ein paar Anträge gestellt habe und eher zufällig gesehen habe, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, wie man schneller an Genehmigungen kommt. Und zwar, wie gesagt, solange das hier oben gelb ist, ist wirklich ein Mensch notwendig, der das bei der Transport Malta prüft und freigibt. Und ich hatte euch vorhin gesagt, das dauert so 3 bis 4 Tage. Richtig geil wäre es ja eigentlich, wenn man so eine Stunde vorher entscheiden kann, wo man fliegen will. Und die tolle Überraschung ist, das geht auch. Und zwar muss man sich eben an die eben beschriebenen Regeln halten. Und zwar gehe ich jetzt mal hoch und ändere das hier mal auf 60 Meter. Und wenn ich jetzt runtergehe, seht ihr schon, 60 Meter ist grün. Jetzt gehe ich mal hier an meine Fläche ran, die ich erstellt habe. Gehe hier nochmal auf Bearbeiten und ich mache die jetzt einfach mal kleiner. Also ist ja egal, was jetzt da drin ist. Ich mache die einfach mal schön klein. So vielleicht. Save. Jetzt gehe ich hier wieder runter und sehe, oh, das ist auch schon grün. Flight Date ist jetzt auch grün. Okay, die Längen zwischen den Kanten ist immer noch gelb, aber jetzt seht ihr hier oben das Ganze Suitable for Automatic Authorization. Und das ist eigentlich der Mega-Trick, weil wenn ihr jetzt auf Submit Request klickt, dann geht das automatisch durch und ihr habt innerhalb von ein paar Minuten eine Fluggenehmigung.
Ich kann jetzt hier noch ein bisschen rumspielen. Also ich hatte ja gesagt, man kann maximal ich drücke mal auf Save, 0,125. Jetzt bin ich ein bisschen drüber. Ich gehe nochmal ein bisschen runter, drücke nochmal auf Save. Und ihr seht, also bei 0,125 wird es grün. Und dann könnt ihr eine automatische Freigabe reinholen. Und das ist richtig genial. Und als ich das rausgefunden habe, konnte ich wirklich dann auch schnell mal einen Drohnenantrag ein paar Stunden vorher stellen. Das mit dem schnell mal einen Antrag stellen hat allerdings auch seine Grenzen, denn man kann diese Webseite, es gibt leider keine App oder mobile Version davon. Das Ganze ist wirklich nur auf Desktop-Bildschirme ausgerichtet. Das heißt, ihr braucht eigentlich einen Laptop oder ein größeres Tablet, um hier Anträge zu stellen. Und das ist einfach der Nachteil. Also ihr könnt nicht vom Handy aus mal schnell diesen Trick hier anwenden und wenn ihr unterwegs seid, einen Antrag stellen, weil das Ganze geht nicht mobil, das ist nicht mobilfähig, das ist nicht responsive, diese Webseite. Und ja, ein bisschen schade. Also ich habe es dann so gemacht, dass ich mir immer am Abend vorher oder am Morgen nochmal überlegt habe, wo sind wir denn heute und wo könnte ich da fliegen, und habe dann eben geschaut, dass ich von den Flächen her, von diesen Höhen und von der Größe, Breite der Fläche, dass ich da hinkomme, und konnte dann eben diese schnellen automatischen Freigaben erhalten. Eine weitere Einschränkung ist natürlich für diese schnellen Anträge, dass ihr in einer Zone fliegen müsst, die nicht von einer Einschränkung betroffen ist. Das heißt, ihr könnt also nur dort fliegen, wo keine roten oder gelben Überlagerungen sind. Jetzt gibt es natürlich auch ein paar spannende Dinge, die hier genau in der Einflugschneise vom Flughafen liegen, wie zum Beispiel hier die Blaue Grotte. Eigentlich eine richtig coole Location. Ich kann es gleich mal hier einblenden. Ja, also richtig schön da mal zu fliegen. Man kann aber trotzdem eine Fluggenehmigung dafür bekommen. Ich habe das auch ausprobiert. Das geht natürlich dann nur mit 4-5 Tage Vorlauf. Und ich habe hier dann halt die Flughöhe auch nur auf 30 Meter gesetzt, damit es auf jeden Fall durchging, und es wurde auch genehmigt. Also ich konnte hier dann in diesem Bereich der Blauen Grotte fliegen bis maximal 30 Meter. Was man eben wissen muss, ist, bevor man seine Drohne überhaupt starten kann, muss man mit einer Online-Verbindung den DJI-Übertragungsservice aktivieren. Das heißt, die Flugaufsicht in Malta, die möchte im Prinzip automatisiert im Hintergrund wissen, wo ihr da genau geflogen seid, und lässt sich dann das Logfile von eurem Flug übermitteln. Daher ist es wichtig, dass ihr ein Handy dabei habt mit einer Internetverbindung und eine Möglichkeit, einen Hotspot aufzubauen, wo ihr dann eure, zum Beispiel bei der DJI Mini 3 Pro, da muss ich dann meine Fernbedienung eben mit dem WLAN-Hotspot von dem Handy dann verbinden und kann dann sozusagen diesen ganzen Service aktivieren, und erst dann lässt sich die Drohne dort starten. Vorher geht das gar nicht. Ich würde euch aber gerne noch einen anderen Aspekt mitgeben, und zwar, ich springe nochmal raus und hier oben nach Valletta. Ihr seht, hier rund um die Altstadt von Valletta ist relativ viel Hafengebiet. Auch diese Fläche, die wir hier vor beantragen wollten, liegt im Hafengelände. Und es ist so auf Malta, wenn ihr hier im Hafengelände von Valletta fliegen wollt, dann braucht ihr neben einer Freigabe der Luftfahrtbehörde auch noch eine Freigabe der Valletta Port Control. Und ich habe da hier sehr viel Bewegung gesehen mit Schiffen, von kleinen Fähren bis großen Kreuzfahrtschiffen, aber auch militärischen Schiffen und militärischen Hubschraubern. Deswegen ist es aus meiner Sicht durchaus ratsam, sich da an diese Regel zu halten. Und ich springe jetzt mal in einen Antrag, den ich gestellt hatte hier für diese Spitze hier unten. Ich gehe da mal rein. Genau, das ist hier bei den Three Cities, die Spitze mit dem kleinen Park, mit dem Safe Haven Garden. Richtig schöne Anlage, kann man auch toll auf die Altstadt von Valletta schauen und so einmal hier rumfliegen. Bevor ihr das aber macht und hier die Drohne startet, solltet ihr unbedingt das Kleingedruckte lesen. Und da gehe ich mal ganz nach unten. Und zwar hier unter Punkt 4 steht das, was ihr da tun müsst. Im Prinzip müsst ihr diese Nummer hier anrufen. Ich habe euch in der Videobeschreibung auch die vollständige Nummer mit der Ländervorwahl von Malta hinterlegt. Gerne mal reinschauen.
Genau, die Nummer mit der 1 am Ende, die ist für Valletta, für den Hafen von Valletta. Die 2 am Ende ist für Marsaxlokk, wenn ihr dort fliegen wollt. Ja, wie ihr seht, gibt es einiges zu beachten auf Malta und ich hoffe, ich konnte mit dem Video ein Stück weiterhelfen und aufklären. Falls ja, freue ich mich noch über ein Like. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis zu meinen Artikeln auf der Webseite, zu den Topspots in Valletta und außerhalb von Valletta. Links findet ihr in der Videobeschreibung und ich blende hier oben auch nochmal einen ein. Ansonsten im Abspann gibt es jetzt gleich noch ein paar Highlights und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.